I can't say it in English right now. Like as a German. All right. So, I mean, a lot of these issues Paul writes. He writes about other letters, so we get that. The main one is obviously this end time stuff. Also der Paulus schreibt viel da drin, aber auf jeden Fall auch über dieses Endzeitzeug. So please go to 1 Thessalonians chapter 4. 1. Thessalonicher 4, Verse 13. Vers 13. And I'll read down a ways, and then you can follow in German, or somebody can read in German afterwards. Alright. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to believers who have died. We will not grieve like people who have no hope. Okay, again, we are hearing one side of the conversation. Wir hören hier wieder nur einen Teil der Unterhaltung. Okay. So there seems to be a question in the church about what about those who've already died? Have they missed the hope of resurrection? Die Frage der Leute ist wohl, ja, was ist denn jetzt mit denen, die schon tot sind? Haben die jetzt die Hoffnung verloren und ist es für die schon vorbei? Okay, so we're hearing Paul on the other side of the phone answering this question. Und wir hören Paulus, wie er auf der anderen Seite, auf unserer Seite das Telefon beantwortet. Am Telefon antwortet. Carrying on verse 14. 14. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God. First the believers who have died will rise from the graves, then together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we'll be with the Lord forever. So we encourage each other with these words. Fellow Germans follow along, okay? Ihr Deutschen habt gut mitlesen können. Everybody good? Okay, so here's the big event. Also hier steht's. Alright, but before we go too far into that, Aber bevor wir dazu tief rein let's just talk about some Jewish symbolism which is at play here. reden wir ein bisschen über jüdische Symbolik. Okay, there's this thing about the trumpets. Die Trompeten. Trumpets are used for starting of great battles, they're military communication tools, Das ist so ein Militärkommunikationsmittel. or making announcements of procession. Oder dass irgendwas angekündigt wird. Okay, and you have the Archangel Michael, Das ist der Erzengel Michael. and he is the symbol of the guardian of Israel, or in this case, God's people. Und er ist der Beschützer, Symbol für den Schutz Israels oder einfach Gottes Nation. Gottes Okay, Volk. this is all Old Testament stuff. Das ist alles alttestamentarisch. God descending in the clouds is a symbolism of God's judgment coming to earth. Und Gott, der in den Wolken sitzt, ist so ein Punkt von Gottes Urteil, das über die Erde kommt. As the song goes, behold, these are the days of Elijah. Wie in diesem einen Lied, die sind die Tage Elias. Behold, he comes riding on the clouds. Passt auf, er kommt reitend auf den Wolken. Okay, so is that symbolism of God coming? Das ist diese Symbolik von Gott kommen. Which makes that song really weird. Das wirklich seltsam macht. God, please come and judge us. Und Gott, bitte komm und verurteile uns. And bring your wrath upon us. Und bring deine Zorne über uns. Kind of a weird worship song. Das ist ein bisschen seltsam. Anyways, In jedem Falle. and then you have the day of the Lord, and this is a term used for that day when God comes and restores his rule, and judges the world. Und wir haben den Begriff der Tag des Herrn und das ist so ein allgemeiner Begriff für den Tag, an dem Gott wieder herstellt und aufbaut, was er. So these are Old Testament concepts that Paul is still using. Das sind alttestamentarische Konzepte, die Paulus verwendet. But he's now reinterpreted it with Christ being the archangel figure, with Christ being the Lord coming down to establish his kingdom. Und er reinterpretiert diese Bilder mit Christus durch Christus. Mit Christus als Erzengel und der niederkommt und so. Genau. Okay, you with me still?
Ihr seid noch da? All right. Könnt folgen? So again, I said they had this question. What about those who have already died? Und er fragt, ja, er nimmt die Frage auf, ja, was ist mit denen, die schon tot sind? Okay? So Paul is going to say, he basically needs to tell them, just because you died, you haven't missed it. Und Paulus erklärt ihnen jetzt gerade, nur weil ihr tot seid, heißt das nicht, dass ihr es verpasst habt. In fact, those who have died before you will actually be resurrected before you're taking up with Christ. Und er sagt, ja, tatsächlich sogar die vor euch gestorben sind, werden auch vor euch da oben sein. Da dabei sein. Right? But there's actually a lot of Roman cultural terms being used in here. Aber es werden auch viele römische Begriffe hier, Kulturbegriffe hier benutzt. Alright. Now, culturally, what's going on here in the terms he uses, Die kulturellen Begriffe, die er hier nutzt, when he says that the Lord is coming, he uses. Did I put it in here or not? Give me a second. I'll leave that there, we'll get to it. Don't worry about that for now. But he uses a word for the Lord coming. er benutzt ein Wort für das Wiederkommen des Herrn, Called Parousia. namens Parousia. My Greek's terrible. Ja. It might be worse than my German. Mein Griechisch ist schlecht, vielleicht sogar noch Oh, schlechter als mein Deutsch. Okay? Aber auch ein bisschen. And this word, Parousia, is a word Parousia. noted for when a king Das kennt man als Wort, wenn ein König is making a great procession and entering a city. eine große Prozession macht, wenn er in eine Stadt reinkommt. Okay? So it's arrival of a king or a dignitary. There's usually a protocol and a procession. Also wenn ein König ankommt und andere mit ihm bekommen. Okay? And he also uses, referring to the city. Und er redet über die Stadt. I should redo this a little bit so it makes sense. Over here. That not doing city. Now, when the king would come, the city would see this procession coming along, or they would have forewarning that they're coming. Und die Stadt hat eine Vorwarnung, dass der König kommt. Sieht die Prozession, die da kommt, oder auch jemand. They wouldn't just sit there and wait for the dignitary or the king to just walk in the city. I'm here. Und sie warten jetzt nicht, sitzen nicht nur einfach da und warten, bis der Ehrengast ankommt oder der König, sondern und sagt, ja, hallo, hier bin ich. Instead, they would create their own ceremony. Stattdessen machen sie ihre eigene Zeremonie. Epiptesis. Eine Appetise? Aphantesis. Apantise. Thesis. Yeah, if anybody knows Something Greek, like help me that. out here. Right? And this is a procession. Where the city people, the leaders of the city, would go out to greet the king or the dignitary. Und so kommt dann, dass die Leute aus der Stadt kommen, dem König entgegen, um ihn zu grüßen. And they would meet him outside the city wall. Und die treffen ihn außerhalb der Stadtmauer. Now there's also another Roman thing you need to know. Da gibt es dann noch was anderes Römisches, was ihr wissen solltet. Just because inside the walled city there wasn't a lot of space, In den Stadtmauern ist oft nicht viel Platz, as well as for hygienic reasons, auch aus hygienischen Gründen. they would bury the dead outside the city. Die Toten werden außerhalb der Stadt begraben. And a lot of these Roman cities, if you go on the Roman road coming in, you would find places where people were buried just outside the city gates. Deswegen, wenn du die römischen Straßen entlang kommst, wirst du neben den Straßen viele Gräber sehen, weil die Leute eben da begraben wurden. Okay? So again, if there's a disease or something, you don't want those dead bodies in there, you want to bury them out. Also wenn eine Krankheit die Leute dahin rafft, dann ist es gut, wenn die Leute draußen begraben werden und nicht die Leiber in der Stadt behalten werden.
And usually the most influential city people, wealthy people, they'd be buried along the road with a big, stone or whatever. Und die einflussreichsten Leute haben wahrscheinlich dann, sind näher an der Straße dran mit einem besonders schönen Grabstein oder so. Okay. Now there's the other term, and we'll put this all together in a minute. But there's the other term, rapture. Und dann gibt es diese, was haben wir vorhin gesagt? Entrückung. The newer translations don't really use that word anymore. Die neueren Übersetzungen im Englischen verwenden das Wort Rapture nicht mehr. They use the word caught up. Hier haben sie irgendwie, ja, It's verse 17. in Vers 17. That's where it's located. There, the Greek word that Paul uses is harpazo. Und Paulus benutzt das griechische Wort Harpazo. Which means to seize or carry off by force, to snatch or take away. Und das heißt irgendwie so weggeschnappt und enthoben, entrückt. In Latin, it got translated to rapimur. Und im Lateinischen wird es zu Rapimur. And then we got to the English term rapture. Und deswegen kommt das englische Rapture raus. Okay? So it says, we'll be caught up with them. Das heißt, ja, wir werden mit denen zusammenkommen. Okay, I'll talk about this idea of theology of rapture in a minute. Und wir reden über die Theologie der Entrückung gleich. What Paul is doing here is trying to use a cultural protocol to explain the day of the Lord to these Jews and these Gentiles in this church who are concerned. Und der Paulus versucht hier irgendwas aufzugreifen, was die Leute kennen, um anhand dessen den Juden und Heiden zu erklären, wie jetzt eigentlich da der Tag des Herrn ablaufen wird. Okay? But what he is saying, Aber was er sagt ist, right now Jesus is up with God. Jesus ist da oben mit bei Gott. He will come down to earth Und er wird auf die Erde kommen in a parousia. in einer Parousia. Alright? And then what he says is before we're joined in this thing, before we have the epithesis, Und er sagt, bevor wir jetzt hier mit der Apethesis anfangen, when the Lord comes first, when the king comes into the town, what does he encounter first? er sagt, und bevor der jetzt in die Stadt kommt, wem begegnet er zuerst? The king would pass the dead. Er wird an den Toten vorbeikommen. So the dead would be greeting the king before the living. Somit werden die Toten den König zuerst begrüßen, bevor es die Lebenden tun. So he's saying, as the Lord comes down, as the king comes to the city, the dead will meet the Lord first. Die Toten werden den König schon begegnen, wenn er auf die Stadt zukommt. They will be resurrected. Sie werden auferweckt. And then the living will have their epithesis. Und dann machen wir Lebenden die Apethesis. And we will be caught up Und da treffen wir uns dann and meet the Lord in our procession. und begegnen da dem Herrn in dieser Prozession. Does that make sense? Macht das Sinn? Kind of got some varying responses. Da gibt es die Antworten variieren. Can you really quickly explain again what is parousia? Okay. Okay. The parousia is when a king or dignitary would come to a city. Yeah. Parousia ist, der König kommt zur Stadt. And then walking up the Roman road, they would pass the graves. Und während er auf die Stadt zukommt, kommt er an Gräbern vorbei. But when the city would learn the king or this dignitary is coming, Und wenn die Stadt mitbekommt, dass der König kommt, they would come outside the city wall dann kommen sie aus der Stadt raus, and greet them with protocol. um ihn festlich zu begrüßen. Okay? Does that make sense? That's on earth, that's the Roman protocols. Als Salut. So Paul's using that imagery. Und dieses Bild nimmt der Paulus We're kind of rotating that 90 degrees this way. und dreht es 90 Grad nach oben. So Jesus is coming as the king and the dignitary. Und Jesus kommt als König und Ehrengast.
He is first greeted by the dead, whom he's resurrected. wird zuerst von den Toten gegrüßt, die er auferstehen lässt. And then the living Und dann werden die Lebenden will go and meet him in a epithesis. und die treffen ihn dann in dieser Prozession feierlichen Begegnung. And so the living and the dead will both greet the Lord into his new kingdom. Und somit begrüßen die Lebenden und die Toten den König in seinem Königreich. Begrüßen. Is that clear? Verständlich? Alright. So that's that's a little bit debatable. It's just some scholars, they think they found this idea, but I think it just helps clarify. Also das ist ein bisschen diskutiert und so, aber das hilft ein bisschen Gedankenkonzept besser zu verstehen. So then, can I ask your opinion of the matter? Kann ich nach deiner Meinung fragen? What is Paul referring to in terms of the end times? Is he referring to highly unlikely, but the rapture as we have come to know it in our pop culture, or That's next. this symbolism that is used here in their context? In their So this, I think this is Paul's context. Ich glaube, das ist der Kontext von Paulus. And again, he's kind of laying this over his Old Testament theology Und er legt das auf seine alttestamentarische Theologie of the day of the Lord. vom Tag des Herrn. Does that make sense? Das And the Old Testament theology of the day of the Lord, does that refer to a rapture as well? No. No. Okay. I'll talk about this rapture in a minute. Sure. That's next. Yeah. So is the rapture the same as the second coming, or is it a part of it, or are they two separate? At this point, it's together. Okay. Okay, so what he asked and what I'm getting to next is, what do we think about this rapture term compared to what Paul is? Die Frage ist, was denken wir jetzt von der Entrückung im Vergleich zu was der Paulus eigentlich damit meint? Okay, next week you'll get a brief intro into kind of different theories about Revelation and Nächste Woche gibt es eine kurze Einführung dann in die Offenbarung. that side of it. Again, there's lots of theories of what that looks like, but whatever. There's even theories of most of Revelation happening to various degrees, etc. But in any case, Revelation was written quite a few years, 20 to 40 years after Paul's writing this. Also Offenbarung wurde ja auch lange danach erst geschrieben und von daher ist das auch wieder Okay. was anderes. So, I'm sorry. So scrap Revelation in your head right now when Paul's writing this. Vergesst Offenbarung, wenn ihr das hier lest. You said, I just want to make sure that I have it correctly. The Perugia is when a king visits a town Yeah, the king. to Official visit, whatever reason. Also der König kann aus jedem möglichen Grund kommen, aber wahrscheinlich irgendwas Offizielleres. Greek Roman context could be used for a dignitary. It's just an official visit of some sort. Einfach ein offizieller Besuch, Regierungsangelegenheiten. Okay. Now we get to the rapture issue. Und jetzt kommen wir zum Thema der Entrückung. And Paul was talking to the Romans at this time. He's talking to. There's Jews in the church, but it's Roman time, but they're going to be Hellenistic Jews and Hellenistic Gentiles. Ja, also er redet hier letzten Endes zu hellenistischen Juden und hellenistischen normalen Griechen. Again, Hellenistic, that means Greek, to be Greek. Ja, Hellenismus heißt ja Okay, so Griechisch. they're still Greeks, they're just under the Roman Empire. Und das sind alles Griechen, die unter dem Römischen Reich sind. To the west, Italy to the west, they're speaking Latin. Im Westen reden sie Latein. In Over Italien, this area, they're speaking Greek as the everyday language. in der Gegend sprechen sie Griechisch als tägliche Sprache. You get over to Jerusalem and such, Aramaic is the more everyday language. In Jerusalem und der Gegend ist Aramäisch die typische Sprache. But kind of your English of the day is Greek. Aber das Englisch der Zeit damals ist eigentlich Griechisch. Okay? But the Romans technically rule over everything. Aber die Römer haben alles geherrscht mit Latein theoretisch. All right. So we have this idea, this is what Paul thinks of, the rapture is we're caught up with the Lord. Wir haben hier die Idee, sehen hier die Idee von Paulus, dass die Entrückung, wo wir mit dem Herrn vereint werden. And it seems like most of this happens more or less at the same time.
Und es scheint, als ob das alles ziemlich ein Ding ist. Again, it's a procession of the king, establishes a kingdom. The king walks in, he walks past the dead join him, he walks into the city, those living are caught up and join with them. So ungefähr, der König kommt auf die Stadt zu, die Toten schließen sich ihm an und die Lebenden kommen raus, um ihn zu feiern und leben mit ihm. Okay, so forget Revelation, forget all the weird years and days and blah 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 blah. Vergesst all Jahre und so weiter, alles andere. Think of it as a more of a coronation event or something like that. Like when a king comes to power. Einfach wie eine Krönung sich vorstellen. Okay, so in our heads we have these ideas of rapture because of modern day cultural beliefs, the Left Behind series, etc., etc. Und heute haben wir aus ganz vielen Gründen die Meinung von Entrückung, die wir haben, aber You know, so we've got images in our heads, whether we agree with it or not, from books and movies and teachings that suddenly, poof, all the Christians disappear. Und wir haben ganz viele Gedanken davon im Kopf aus Filmen oder Büchern oder sonst was, wo plötzlich alle Christen verschwinden. Planes start falling out of the sky because they had Christian pilots. Flieger fallen aus dem Himmel, weil der Pilot ein Christ war. Big pileups on the highways because all the Christian drivers have suddenly dropped out of the car. Und ein Haufen schrottiger Autos auf den Straßen, weil plötzlich alle christlichen Autofahrer weg sind. Suddenly you have piles of personal effects just in a location where there used to be a person. Auf einmal liegen plötzlich persönliche Gegenstände irgendwo, wo vorher noch ein Mensch da war. This was an SBS student. She was literally studying and turned around, and her bag, her coat, her shoes, everything were just suddenly there, and she wasn't. Ja, das ist einer SBS-Studentin passiert, die hat da studiert und dann dreht sie sich um und dann ist alles da, aber die Person nicht mehr. And I thought to myself, this will be useful to teaching something. Und ich dachte, das wird doch mal bei dem Ding irgendwie praktisch sein. That's a picture from old flip phone. Glory. Okay. All right. So that's kind of probably the most common in the Western world idea of what we think about rapture. Und das ist wahrscheinlich so das häufigste Bild, das die meisten in dem Kopf haben, wenn es um die Entrückung geht. But this is based on something called secret rapture. Aber das wird auf der geheimen Entrückung basiert das. But you need to know something. Ihr müsst was wissen. This belief is only about 100, it's less than 200 years old. Dieser Glaube ist weniger als 200 Jahre alt. And at the very roots of it was apparently started from a 15-year-old girl who had some visions. Es wird wohl, fängt an mit einer 15-Jährigen, die Visionen hatte. How old? 100 Let me, my notes says 180, but these notes were a while back, so between 180 and 200 years ago. Also so ungefähr 200 Jahre The idea of the rapture. The secret rapture. Diese geheime. The idea where all the Christians suddenly just disappear and all the Ja, heathens are left behind. I think that Darwin brought that idea. Huh? Darwin brought that Yeah, idea. that's what I'm getting to. Yeah. Yeah. So the very small roots of it is a girl that had a vision. Yeah. Also im ganz Kleinen hatte ein Mädchen eine Vision. And through her pastor was connected to Yeah. John Darby. Yeah, John. Und durch ihren Pastor war sie connected, verbunden mit John Darby, Who wrote about it. Yeah. der darüber geschrieben hat. And John Darby's writings influenced a guy named Cyrus Scofield. Scofield. Und der John Darby hat das niedergeschrieben und diese Schriften haben dann einen John Scofield beeinflusst, Who wrote the Scofield Study Bible, Yeah. der die Scofield Studienbibel geschrieben hat. which many of you may have heard of. Von der habt ihr vielleicht schon gehört. His Bible was printed by Oxford in 1909. Und seine Bibel wurde im Jahre 1909 in Oxford gedruckt And sold 1 million copies by 1930. und hat bis 1930 1 Million Kopien verkauft. Resulting in this theology being firmly established in Bible schools and in churches. Und dadurch wurde diese Theologie fest etabliert in Kirchen und Bibelschulen. So secret rapture is actually connected to very certain particular views of end times. Und diese geheime Entrückung ist sehr verbunden mit einem bestimmten Konzept von Endzeit.
You'll wrestle with those, obviously, when you get to Revelation and different things. Wenn ihr mit zur Offenbarung kommt, habt ihr damit noch genug zu kämpfen. So I'll leave that there. Also lasse ich das mal so stehen. All right. However, Paul's theology and most of Christian history Die Theologie von Paulus und die Geschichte die längste Zeit der Christenheit has always thought of this being caught up, this rapture concept, as being at the actual event of the second coming. Die meiste Zeit, Kirchengeschichte hat eigentlich die längste Zeit geglaubt, okay, alles passiert, die Entrückung passiert, wenn Jesus wiederkommt, bei dieser beim zweiten Kommen. Okay, because there's all these theories of when the rapture happened before, the tribulation, or during, or da, then the earth will carry on, and blah, 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 blah. The way Paul puts it is, when Jesus comes, it happened, the dead are raised, and then we're done. Same day, same hour, whatever, boom, done. Also ganz viele haben da dann Theorien, und wann ist jetzt diese 1000 Jahre, dieses 1000-jährige Reich und das und die 3,5 Jahre Probleme und so weiter und der Offenbarung, Aber der Paulus sagt einfach nur, wir haben, wenn Jesus wiederkommt, dann begegnen wir alle denen, die Toten und wir und alle. Super. Okay? Gut? Is that clear? Verstanden soweit? That last part about in the same hour and same thing, what was the context of what you were saying? I would say, like, because people have the different views of Revelation about there being years of tribulation, and when the rapture will be before it, or after it, or all this different stuff. Paul writes it as it happening at the same time. Paulus schreibt das nicht irgendwie auseinander, sondern sagt, wenn Jesus kommt, dann gehen wir in fertig. Okay, because part of what you're thinking is a lot of stuff coming from theology from Revelation being mixed into this, but again, Revelation hasn't been written, there's lots of different ways to view Revelation, and so, but here's Paul's theology of the second coming. Und jetzt wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir immer im Kopf behalten, die Offenbarung wurde noch nicht geschrieben. Paulus hat die Offenbarung nicht im Kopf, wenn er das sagt, und Paulus hat wahrscheinlich was vollkommen anderes im Kopf und Offenbarung kann man komplett nochmal ganz anders angehen im Verständnis. A lot simpler than all that other stuff. Viel einfacher als das andere Zeug. Alright? Okay. So, again, back to the point of being in Thessalonians. Zurück zu Thessalonich. Again, they're worried about what about those who have died. Die sagen, aber was denn jetzt mit denen, die gestorben sind? Paul's simple answer is you both will be joined to Jesus Christ. The dead haven't missed it, you both be joined with Jesus Christ more or less at the same time. Und er sagt, die Toten haben es nicht verpasst, ihr und die Toten ungefähr gleich, ihr kommt da gleichzeitig, seid dann da beisammen bei Jesus. Okay? So don't worry, be comforted. Und er sagt, keine Angst, Those seid have getrost, died, or if you die, you don't miss anything. die gestorben sind, und wenn ihr sterbt, ihr verpasst überhaupt nichts. Next question we see in the text. Die nächste Frage, die wir im Text sehen, When is the second coming happening? Gonna happen? wann ist denn jetzt die zweite Wiederkunft? Like a thief in the night. Wie ein Dieb in der Nacht? Nobody knows. Keine Ahnung, It'll just happen. passiert halt. It seems like they're expecting it soon. It almost seems like Paul's expecting it soon. Es scheint, als ob sie es sehr bald erwarten und auch als ob Paulus recht bald erwartet. But here we are 2,000 years later. Aber hier stehen wir 2000 Jahre später. Next question. Nächste Frage. How can we be ready for Christ's second coming? Wie können wir für die Wiederkunft Jesu bereit sein? The simple answer. Die einfache Antwort. It's not going out and doing all this and that and whatever. Geht nicht aus und so weiter und hört das alles auf. Throughout Thessalonians, 1st and 2nd, Paul gives a very simple answer. Paulus gibt eine ganz einfache Antwort. When Jesus comes, Wenn Jesus kommt,
He should find you, sollte er dich one, working out your sanctification. an deiner Heiligung arbeitend finden. Again, salvation and sanctification are two different things. Heilung und Heiligung sind